Wenn ihr über das Alila Kotai Faru auf den Malediven nachdenkt, sind vor der Buchung vor allem 3 Fragen wichtig. Passt die ruhige Atmosphäre wirklich zu euch? Ist eine Beachpool-Villa oder eine Overwaterpool-Villa die bessere Wahl? Und bietet das Resort genug Abwechslung für euren Urlaub? Wir haben Alila Kotai Faru persönlich besucht und zeigen euch jetzt die Bereiche, die für diese Entscheidung wirklich zählen. Alila Kotai Faru liegt am Ra-Atoll, nördlich von Malé. Die Anreise erfolgt je nach Verbindung per Wasserflugzeug oder über einen Inlandsflug mit anschließendem Speedboot. Schon bei der Ankunft fällt auf, dass dieses Resort nicht auf große Inszenierungen setzt. Die Architektur ist zurückhaltend, modern und sehr stark in die natürliche Vegetation der Insel eingebunden. Wer einen ruhigen, reduzierten Stil sucht, wird sich hier schnell wohlfühlen. Den Transfer solltet ihr bei eurer Reisekalkulation allerdings von Anfang an berücksichtigen. Die Insel wirkt angenehm grün und nicht überladen. Viele Wege führen durch dichte Vegetation, während sich rund um die Insel unterschiedliche Strandabschnitte zeigen. Wie überall auf den Malediven können Strandbreite, Strömung und Wasserstand je nach Jahreszeit und Wetter variieren. Unsere Bilder zeigen deshalb den Zustand während unseres persönlichen Besuchs und keine ganzjährige Garantie. Der Hauptpool liegt offen zum Meer und passt gut zum insgesamt ruhigen Charakter. Wer allerdings eine große Poollandschaft mit Animation und ständigem Programm erwartet, sucht hier wahrscheinlich das falsche Resort. Die Beachpool Villa ist für uns eine der interessantesten Kategorien. Ihr wohnt direkt am Strand, habt gleichzeitig euren eigenen Pool und seid durch die Vegetation recht gut abgeschirmt. Besonders angenehm ist das direkte Zusammenspiel aus Innenraum, Terrasse, Pool und Sand. Diese Kategorie passt sehr gut zu Paaren, die Privatsphäre wünschen, aber nicht auf den klassischen Barfußmoment am Strand verzichten möchten. Auch wenn ihr nicht den ganzen Tag über dem Wasser wohnen wollt, ist die Beachpool-Villa häufig die vielseitigere Wahl. Für die konkrete Buchung lohnt sich ein genauer Blick auf die Lage der Beachpool-Villa. Eine Villa näher an Restaurants und Hauptbereichen verkürzt die Wege. Weiter entfernte Villen wirken oft abgeschiedener, viel Vegetation verbessert den Sichtschutz, kann aber den direkten Meerblick einschränken. Beachtet außerdem, ein privater Pool bedeutet nicht automatisch, dass vor jeder Villa jederzeit derselbe breite Strand liegt. Der Strandverlauf kann sich verändern. Wenn euch kurze Wege, ein möglichst freier Blick oder ein bestimmter Strandabschnitt wichtig sind, solltet ihr das vor der Buchung gezielt anfragen. Bei den Overwater Pool Villas hängt die richtige Entscheidung vor allem von der Ausrichtung ab. Die Lagoon Overwater Pool Villa blickt stärker auf die geschütztere Lagunenseite. Die Ocean Overwater Pool Villa vermittelt dagegen mehr Weite und einen offeneren Horizont. Eine Sunset Overwater Pool Villa ist besonders für alle interessant, denen das Abendlicht wichtig ist. Alle Kategorien besitzen einen privaten Pool, prüft bei der Buchung trotzdem genau, welche Ausrichtung und welcher Zugang zum Wasser zu euren Erwartungen passen. Sonnenstand, Wind und Meeresbedingungen können das Erlebnis spürbar verändern. Wenn ihr direkt in den Sand treten möchtet, würden wir die Beachpool Villa bevorzugen. Wenn für euch das typische Wohnen über der Lagune Ai im Mittelpunkt steht, ist eine Overwater Pool Villa die emotionalere Wahl. Bei einer Overwater Villa solltet ihr auch die praktischen Punkte bedenken. Über dem Wasser seid ihr Sonne, Wind und Wetter meist stärker ausgesetzt. Der Einstieg ins Meer erfolgt über eine Treppe und kann je nach Bedingungen anspruchsvoller sein. Für Familien mit kleinen Kindern ist die Beachvilla deshalb oft unkomplizierter. Prüft außerdem die Entfernung zu Restaurants und Hauptbereichen, denn die Wege über die Stege können länger sein. Wer maximale Ruhe und einen weiten Horizont sucht, wird genau diese Lage dagegen besonders genießen.
Kulinarisch ist das Resort vielfältiger, als die ruhige Insel auf den ersten Blick vermuten lässt. Seasalt ist das entspannte Restaurant direkt am Strand und begleitet euch durch den Tag. Umami konzentriert sich auf japanisch inspirierte Küche. Pibati bietet italienische Gerichte in lockerer Atmosphäre am Meer. Dazu kommen die Mirus Bar und die Yakitori Bar. Ein besonderes Erlebnis ist The Shack, eine private Sandbank, die per Boot erreicht wird und für Picknicks oder besondere Abendmomente genutzt werden kann. Wichtig ist, vor der Buchung genau zu prüfen, welche Restaurants und Leistungen in eurer Verpflegung enthalten sind. Gerade bei einem längeren Aufenthalt beeinflusst das die tatsächlichen Nebenkosten deutlich. Bei mehreren Restaurants lohnt sich eine Reservierung besonders zu beliebten Zeiten. Fragt vorab auch nach, welche Spezialitäten Restaurants, Getränke und besonderen Erlebnisse einem gebuchten Verpflegungspaket enthalten sind. Ein günstigerer Einstiegspreis kann sonst durch zusätzliche Abendessen, Getränke und private Erlebnisse deutlich steigen. Spa Alila ist ruhig in die Insel eingebettet und passt sehr gut zum Wellness-Schwerpunkt des Resorts. Zusätzlich gibt es einen Fitnessbereich, Tennis, Wassersportmöglichkeiten und verschiedene Aktivitäten. Für Familien steht Play Alila zur Verfügung. Das macht die Insel grundsätzlich auch mit Kindern interessant. Der Charakter bleibt trotzdem eher entspannt und stilvoll. Familien, die eine sehr große Erlebniswelt, Wasserrutschen oder dauerhafte Animation erwarten, finden in anderen Malediven-Resorts wahrscheinlich passendere Angebote. Alila Kotai Faru passt besonders gut zu Paaren, Honeymoonern und Reisenden, die moderne, zurückhaltende Gestaltung und viel Ruhe schätzen. Auch für Familien kann das Resort funktionieren, wenn ein Kids Club genügt und kein großes Unterhaltungsprogramm erwartet wird. Weniger passend ist die Insel für Gäste, die jeden Abend Party, viele große Buffets oder ein sehr lebhaftes All-Inclusive-Konzept suchen. Bei der Wahl solltet ihr außerdem den Transfer, die gebuchte Verpflegung und die gewünschte Villenausrichtung gemeinsam betrachten, nicht nur den ersten Preis einem Angebot. Unser Fazit: Alila Kotai Faro überzeugt vor allem durch Ruhe, Privatsphäre, klares Design und unterschiedliche Poolvillen. Für den direkten Zugang zum Strand und ein vielseitiges Wohngefühl würden wir die Beachpool Villa wählen. Für das klassische Malediven-Erlebnis über dem Wasser lohnt sich der genaue Vergleich zwischen Lagoon, Ocean und Sunset. In unserer Alila Playlist findet ihr alle Villen, Restaurants und Bereiche noch einmal vollständig und ohne Hochglanzfilter. Wenn ihr wissen möchtet, welche Kategorie und welche Verpflegung für eure Reise wirklich sinnvoll sind, findet ihr den Link zu unserer persönlichen Beratung in der Videobeschreibung. Abonniert Feel Maldives für weitere ehrliche Resort-Einblicke aus mehr als 120 persönlich besuchten und gefilmten Malediven-Resorts.